Wir sind Ole und Becky und seit Anfang 2024 sind wir für unser Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland. Auf unserem Kanal nehmen wir euch mit auf unsere ganz persönliche Reise und zeigen euch Eindrücke von diesem wunderschönen Land und unserem Alltag auf Reisen. Kia ora, schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht ja auch zum ersten Mal. Ole und ich starteten unsere Zeit in Neuseeland Anfang Januar. Nach kurzer Zeit schon fanden wir den Van, den wir für genau den richtigen für uns hielten. Deshalb borgten wir uns ein Auto, fuhren 6 Stunden, um den Van anzuschauen, eine Anzahlung abzugeben und warteten weitere 4 Wochen, bis wir den Van endlich haben konnten. In den vorherigen Videos seht ihr, wie wir die Zeit überbrückten. Mit Woofing. Im letzten Video könnt ihr die Übergabe unseres Vans miterleben. Wir haben gerade unser 4x4 gekriegt. Eigentlich wollten wir kurz darauf unsere Reise starten, aber ich bekam ein verlockendes 2-wöchiges Jobangebot als Assistentin für einen jungen Mann mit Trisomie 21. Weil ich habe hier ein cooles Jobangebot für 2 Wochen. Da Ole sich als Naturtalent erwies, sich Handwerkerjobs in der Umgebung zu beschaffen, stand die Entscheidung fest. Wir blieben. Unterkommen durften wir bei unseren Freundinnen auf dem Grundstück in einem Karawan. Wenn ihr unsere Zeit, bevor die erste Reise mit unserem Van Bambi losging, miterleben wollt, dann bleibt dran und wir versprechen es euch. Im nächsten Video sagen wir dann wirklich auf. Ciao, ciao, Ladies! And much love! Hallo, wir sind in der Nähe von Littleton, auf dem Gemeinschaftsgrundstück von unserer Freundin. Ich wollte euch einfach mal dieses wunderschöne Grundstück zeigen. Hier oben ist ein kleiner Gartenabteil, da hinten ist so ein großes Zelt. Da kann man auch gut Yoga oder Sport machen. Da wohnen wir in dem kleinen Wohnwagen. Und der Deal ist eben hier, wir verpflegen uns selber, aber wir dürfen eben hier kostenlos wohnen in dem Wohnwagen, was toll ist und alles mitnutzen, Wasser, Dusche, Waschmaschine und sollen insgesamt 4 Stunden am Tag arbeiten. Nun ist aber die Situation folgende. Ole ist einfach sehr handwerklich begabt, ich nicht. Diese Community hier denkt sich natürlich, wenn wir jetzt hier mal Leute haben, die für uns arbeiten, dann nehmen wir natürlich die Arbeit, die wir sonst teuer bezahlen müssten. Das ist natürlich die Arbeit eines Handwerkers. Und deswegen ist Ole hier gerade sehr hoch im Kurs und soll sehr viel tun. Somit ist es ein ganz schönes Ungleichgewicht da zwischen, wie viel Ole arbeiten soll und wie viel ich. Ich habe gestern 1 Stunde gearbeitet, Ole mehr als die eigentlichen 3 Stunden, die er machen soll. Ich fühle mich halt ein bisschen schlecht, weil ich kann es auch verstehen, dass sie mich nicht so doll brauchen gerade. Aber ja, es tut mir ein bisschen leid, weil ja, ich glaube, es können alle nachvollziehen. So, es geht um den Schlafplatz von uns beiden und eigentlich tut Ole nur was dafür. Hier ist eine Feuerstelle und eben diese Fläche war mit so ganz großem Gras wie hier hinter dem Zaun bewachsen. Das sollte ich eben alles entfernen und heute soll ich eben 1 Stunde lang diese Fläche weeden. Hello again! Hallo! Auf dem Weg. Ja, fahren wir. Castle Hill und zu einem bestimmten Wasserfall. Ich habe den Namen vergessen. Castle Hill wurde uns jetzt von mehreren Leuten immer wieder extremst ans Herz gelegt. Und eben 1,5 Stunden Fahrt von hier. Und da haben wir uns gedacht, das machen wir mal als Sind wir heute auch extra früher aufgestanden. Ja, um zu arbeiten. Fußboden, was hast du gemacht?
Ich habe weiter Unkraut gemacht. Krass, wo wir hier schon wieder lang fahren, oder? Was? Nochmal. Ich verstehe dich hier nicht bei der Rockmusik. Das ist doch schon wieder krass, hier lang zu fahren, oder? Ja, auf jeden Fall, Junge. Castle Hill. Feine. Oh, schon in 400 Metern. Das ist also Castle Hill. Castle Hill ist ein beeindruckendes Naturwunder auf der neuseeländischen Südinsel und Teil des Arthur's Pass National Parks. Es ist bekannt für seine surrealen Felsformationen aus Kalkstein, die über eine weite Fläche verstreut sind und an eine mittelalterliche Festung erinnern. Bekannt wurde Castle Hill außerdem durch die Verwendung als Kulisse für die Landschaften Mittelerdes bei Herr der Ringe. Ich sehe ja den Wasserfall schon. Da ist er. Da ist er. Wow. Wir haben uns dafür entschieden, so Abkürzungen zu gehen. So Off-Road, Off-Track. Oh, da kommt Becky. Und hier ist auch ganz cool. Kleines Plateau. Hier unten ist so, naja, sieht man jetzt nicht, ein Fluss. Und Action. That's deep, mate. Woo! Bei Becky sieht das denn so aus. Wirklich stark und reif. Ich habe in die Herr der Ringe geguckt, aber ich habe das Gefühl, das sieht hier teilweise wirklich so aus wie bei Herr der Ringe. Auf jeden Fall wie im Zauberwald. Frodo, setz den Ring auf. Twister-Modus. Eine Hand auf Rot, die andere Hand auf Gelb. Nein, nur eine Hand. Anderer Fuß auf Blau. Rechter Fuß auf Grün. Linke Hand auf Gelb, linker Fuß blau. Okay. Wir sind quasi zurück. Und Ole, was ist dein Fazit? Kann man sich auf jeden Fall angucken. War kein schwieriger Weg, dorthin zu kommen. Wasser vom Wasserfall getrunken. Ja.
Schmeckt sehr Das ist gut. ja sehr Und perfekt. ich fand auf jeden Fall cool, dass sie Treppen hatten den ganzen Weg, aber daneben so eine kleinen So ein Off-Track. gemachten Offroad-Wege und das war geil. Wurzeln und Steine. Das war richtig cool. Und War geil. diese Bäume, die Landschaft, der Wasserfall natürlich. Kleine Bonsai. Wunderschön. Und wirklich auch mal was, ist jetzt nicht anstrengend gewesen. Und kann man mal so nebenbei machen. Wir fuhren noch weiter durch das wunderschöne Gebiet des Arthur's Pass, von dem wir euch leider keine weiteren Aufnahmen zeigen können, denn irgendwann passierte Folgendes. Leute, Bad News aus New Zealand. Wir stapfen hier gerade wirklich durch den Fluss. Wir haben die Drohne verloren. Wir sind gerade hier durch diesen Fluss gelaufen. Teilweise bis hier oben, um diese Drohne zu suchen, die irgendwo in diesem Flussbett abgestürzt ist. Aber ja, sie ist vermutlich weg. Und Ole ist am Boden zerstört. Und nachdem wir wirklich noch gefühlt den halben Fluss durchsucht haben nach der Drohne und völlig durchnässt waren, war die Stimmung natürlich etwas gedämpft. Den Rest des Tages haben wir dann nicht mehr gefilmt und deswegen springen wir einfach zum nächsten Tag. Der Angel hat ja sogar Hörner. Ja, stimmt. Oh Gott, was ist jetzt los? Oh, das will verlaufen. Still hier. Die Pläne haben sich nochmal geändert. Nicht verstehen lassen, ne? Hausmeister Oleg ist wieder on the road. Hallo. Das unter mein Fenster einkleben. Da muss aber erstmal der alte Kruselkritz raus. Mit dem Beitel die ganzen Kleberreste raus. Hier sind noch ein paar Nägel drin. Und hier oben, das muss auch noch alles raus. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Die Scheibe steht hier schon. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Klar, ein paar Unebenheiten sind drin, aber we are no machines, mate. Da mache ich mir hier erst so kleine Würstchen. Die kann man dann hier perfekt anlegen. Und jetzt drücke ich das hier mit dem Spachtel quasi in die Fuge noch rein. Auch am heutigen Tag muss noch ein bisschen gearbeitet werden. Juhu, und heute arbeiten wir zum allerersten Mal auch zusammen. In Teamarbeit komische Pflanzen aus dem Boden zu rupfen, die so wie hartes Unkraut wachsen. Also, nach getaner Arbeit ist es nun endlich soweit. Wir ziehen in unseren Van ein. Das Projekt für die nächste Woche. Die wollen hier aus einer Doppelgarage, eine einfache Garage. Das heißt, der vordere Teil, den ich hier schon freigeräumt habe, der kommt weg. Und dann wird diese da hinten saniert quasi. Weil erstmal ist hier ein bisschen Abriss angesagt. Erstmal alles abbauen. Natürlich werden wir diese Sachen hier, die guten Bleche, die noch nicht durchgerostet sind, die werden wir natürlich noch aufbewahren. Genau. Machen wir mal hier das Dach ab. Ich bin lustigerweise gerade mit Besuch. meiner Arbeit in der Gegend, wo Ole gerade arbeitet. Und jetzt haben wir ihn einfach mal besucht. Ach, so könnte es doch immer sein. Wir sind heute Morgen zusammen zur Arbeit gefahren. Ich in Christchurch, Ole in New Brighton. Dann konnte ich Ole während der Arbeit seine Arbeit besuchen. Und jetzt, als wir beide fertig sind, bin ich mit dem Bus nach New Brighton gekommen. Und wir gehen jetzt einfach nochmal an den Strand. Ole müsste schon drin sein. Mir ist es tatsächlich wieder zu kalt, leider. Sieht doch Hammer aus, oder? Mit den Bergen da hinten auch.
Ole ist schon in den Fluten. Nee, wo ist er denn? I don't see him. Zeigt sich die ganze Zeit Ausschau nach Ole im Wasser. Der sitzt eigentlich hier. Ich dachte, du bist schon im Wasser. Was? Ich mein Geld Ich dachte, du guckst jetzt und pass kurz auf da drauf. Was mache ich? Wenn ich mich nach getaner Arbeit hier mal im Naturalbecken sauber machen kann. Ja, mach das bitte. Denn Da ist er auch schon wieder. Unsere kleine Badenixe. How was it? war jetzt nicht kalt. So, und das ist jetzt das Schöne. Kurz ins Wasser gesprungen nach der Arbeit. Im Handtuch zum Parkplatz gehen. Und die frischen Klamotten, die hat Ola aber dreimal dabei. Ja, real life. Yes. Real life Messi live. sieht nicht immer ordentlich aus. Wir waren auch arbeiten. Eben gerade ist von der Arbeit gekommen. Gutes Geld haben wir heute verdient. Ja, Morgen wird die Garage abgebaut. Da brauchen wir ein paar Kuhfüße, Gorilla Bar auf Englisch, irgendwie so ein paar Brecheisen. Genau. Hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Hat mir sehr gefallen. erinnert ihr euch ans erste Video? Da waren wir doch schon im Baumarkt. Und das wiederholen wir jetzt. Brauchen wir jetzt ein paar Stechbeutel. Diesmal will ich nicht gucken, wie teuer das Werkzeug ist, sondern diesmal kaufe ich auch wieder. Awesome Opossum. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie teuer sind die Preise hier für Stechbeutel? Irwin, 4er Set, umgerechnet 25 €. Aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Marke. Let's go. So, today machen wir hier das ganze Holz runter. Ist natürlich auch schon übelst marode, ne? Es war einmal. Jetzt habe ich mich mal an der einen Wand probiert. Ich dachte, das zeige ich euch, weil es ganz geil ist. Ja, es geht doch nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Guten Morgen! Wie ihr seht, sind wir heute mal nicht in unserer idyllischen Umgebung aufgewacht, sondern auf diesem Parkplatz zwischen zwei Häusern. Wir haben nämlich gestern spontan... Getrunken und durften wir nicht mehr fahren, deswegen haben wir hier gestartet. Ja, aber... Oh, guck mal, was ich hier gerade gefunden habe. 5 $ gefunden. Auf jeden Fall haben wir uns gestern spontan mal einen schönen Abend gemacht. Wir haben immer einen schönen Abend, aber wir sind in die Stadt gefahren, waren essen und sind dann noch in eine echt noble Bar. Habe ich durch Zufall gefunden. Der Austin Club. Merkt euch den Austin Club, wenn ihr in Christchurch seid. Ich meine, die Drinks hier irgendwo, so somewhere, kosten auch 17 $. Aber da gibt es feine Sachen. Feine Sachen. Aber kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Aber es lohnt sich. Es sind echt gute Barkeeper. Das ist ein Augenschmaus, denen zuzugucken. Tolle Geschmackserlebnisse. Oh mein Gott. Wow. Ja. Also wir haben uns einmal gegönnt und haben uns dann eine schöne Nacht hier in Christchurch gemacht. Das war auch cool. Irgendwie jetzt noch was anderes in der Stadt aufwachen. Ja, aber es essen ist ja gehen. Wochenende, dementsprechend ist es hier alles auch sehr ruhig. Es erinnert mich alles irgendwie so ein bisschen sehr an Amerika. Obwohl ich wir beide noch noch nicht nicht da da war. waren, aber es erinnert uns. Brot. Oh Gott. Action. Also die Deutschen und das Brot. Das ist ja schon ganz nett. Das ist hier schwer zu kriegen. Wer es kennt und das oder das Land verlässt, der weiß, alles Spongy, Toastbrot, Schaumstoff. Ja. Hier, das ist schon. Das ist ziemlich schon gut. ganz gut, diese Marke, die kaufen wir immer, aber jetzt gerade habe ich Als zufällig gerade auf Folgendes dem Boden entdeckt. saß und Peggy abgeholt hat, dann hat Schaut sie euch bitte. gesagt, das wären richtig geile Pain au Chocolat. Schaut euch bitte diese Schönheit an. Oh. Ist auch spongy.
Meinst du? Oh nee, hoffentlich nicht. Für mich sah das aus wie so ein richtig hartes Vollkornbrot. Ja, das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall vermisst. Also ich habe auch so in Deutschland viel Brot gegessen. Becky eigentlich eher weniger. Ja, das stimmt, aber jetzt hier werde ich wehmütig. Du hast total recht. In Deutschland habe ich eigentlich fast nie Brot Das ist echt gegessen. geil. Geiles Brot, frisches Brot vor allem. Das war die Flugshow von New Brighton. Ich bin hier am Arbeiten und mache sowas. Schön alles ausklinken, damit es Stabilität hat später. Thinking about what we've been through. The world can be a lonely place. I found you. Now I got someone to embrace. From the day you stole my heart, I never ever want to be apart. Don't you feel the times are coming? 'Cause I feel it so strong. I've been on hold on, baby. Don't you feel the times are coming? When it feels so right to dance in the moonlight, baby. Wir leben uns so langsam ganz gut ein. Wir cheaten ja auch noch ein bisschen. Wir schlafen ja im Caravan. Also wir haben quasi Schlafzimmer und Wohnzimmer. Aber hier ist Wohnzimmer und Küche und Lager und Vorratskammer und Werkstattauto. Bad und alles. Und auf jeden Fall Wohnzimmer. Chillbase. Ja, Caravan ist cool und groß, aber hier ist es schmusig. gemütlich. Schmusiger. Wir führen langsam auch eine Liste, was wir hier noch hinzufügen wollen. Weißt du, was ich noch gerne hätte? Ja. Und zwar vorne an der Nase von dir, hätte ich gerne so einen kleinen Rahmen, der das Ersatzrad hat. Aber man muss echt sagen, Rosi und Stefan, die haben hier schon echt ein wunderschönes, praktisches, gemütliches Zuhause geschaffen. Was gibt's denn heute? Heute gibt es eine Brokkoli-Pfanne à la Neuseeland. Ich glaube, wir essen gerne Brokkoli. How wonderful life can be. Wir haben uns nochmal zur Feier des Tages gedacht, nach so vielen Regenstunden. Wenn jetzt noch die Sonne rausgekommen ist zum Abend, einmal nach oben auf den Dyers Pass. We can open every door. Wildlife, New Zealand, mate. Meh. You, I know our love will see. Becky ist hier auch fleißig. Times are coming, 'cause I feel it so strong. I've been on hold on, baby. Don't you feel the times are coming? When it feels so right to dance in the moonlight, baby, with you. Don't you feel Eingeschlafen an einer einsamen Stelle am Strand, aufgewacht in einem Café. Da habe ich gestern noch Zähne geputzt. Wie so lange Haare. Neuseeland. Wir haben heute Nacht in New Brighton geschlafen. Das erste Mal in so einer Van-Life-Kolonne. Ja, das muss ich euch gleich mal zeigen. Wir haben uns ein bisschen abseits gestellt, aber da hinten, da stehen sie alle.
Ja, und aufgewacht sind wir hier neben so einem schönen Café. Das stand gestern noch nicht. Der wurde hier fix eben mal hingeschleppt. Und was es auch noch Cooles gibt, ist er hier. Nicht geil? Weiß nicht, was es ist, sieht aber aus wie ein Käfer. Oder was meinst du? Ja, hat Ähnlichkeit. Für mich auf jeden Fall. Wir haben uns dafür entschieden, keinen Kaffee zu holen, sondern unseren eigenen Kaffee zu machen. Denn wir sind nämlich Sparfüchse. Dann zeig mal, wie das geht. Da ist kein Zeiger dran. Nein, ich zeig dir das. Klar zeige ich dir das. Ich zeig dir mal unsere Rumpelkammer hier. Noch gar nicht alles aufgeräumt. Ah ja, was haben wir vergessen? Den Haupthahn. Natürlich immer nur in gut belüfteten Räumen machen. Alles auf meinen Fuß, aber ich halt's durch. Tut so Slow Motion, das ist nicht mal die Slow Motion, das mitkriegt. Jetzt kommt die Hafermilch da rein, weil wir ja Haferfreunde sind. Heute gibt's neuseeländische Müslipfanne auf der Batterie gekocht. Ich dachte die letzten Tage schon, dass der Herbst einzieht. Das hat er jetzt mal von einem Nachmittag bis zum nächsten Nachmittag wirklich fast durchgehend durchgeregnet. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Sonne. Das kann auch so bleiben. Becky hat frei, die macht ein bisschen Self-Care. Videos schneiden, Hula Hoop, Makramee, Bisschen an den Strand gehen. Und das gute, brauchbare Holz schon mal gestapelt, damit das noch mal ein bisschen ablüften kann. Weil das kann man alles noch gebrauchen. So eine Sache natürlich, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die sind gone. Das ist der heutige Tagesplan. Sachen aufarbeiten. Weil man muss ja hier auch ein bisschen ökologisch denken, ne? Kann ja nicht nur immer kaufen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, dass wir hier groß Upcycling betreiben können, weil die Baustoffpreise exorbitant. Und während ich hier fleißig am Sägen bin, wer ist denn da? Ist das echt für die Becky? Die Becky, die übt. Immer fleißig. Während Oleg hier ein bisschen arbeitet, macht Becky ein bisschen Kunst. Wow! Aber war trotzdem cool, aber sollte halt nicht anders aussehen. Naja, egal. Mit Palmen. Hallo Leute! Nach und nach finden wir uns mehr und mehr im Van und fangen auch an, hier drin zu leben. Dementsprechend ist Ole gerade am Kochen und zwar ganz stilvoll hier auf dem Parkplatz. Don't stop believing. Wo wir auch schon vor ein paar Tagen eine Nacht verbracht haben. Und den Austin Club besucht haben. Genau, und Ole hat heute durchgearbeitet. Ja, von 10 bis 17 Uhr. Jetzt gibt's Abendbrot. Ich durfte den ganzen Tag Makramee machen, Hula Hoop, einen Strandspaziergang. Die schönen Sachen des Lebens. Am Video geschnitten habe ich nicht. Weil wenn dann so draußen die Sonne scheint, denke ich mir, nee, ich kann jetzt nicht drin hocken und am Computer sitzen. Dafür ist der Sommer zu bald vorbei. Wo sind meine Kekse? Deine Kekse sind vorne. Ist, dass wir einfach merken, dass wir Bock haben, wirklich jetzt im Van einzuziehen und vor allem auch loszureisen. Ich meine, wir sind froh, dass wir beide jetzt hier einen Job haben, bei dem wir noch mal ein bisschen Geld verdienen können. War unser kleiner 4x4-Esel, der hat doch ordentlich Geld gekostet. Ja. Und wir sind natürlich auch froh, dass wir bei unseren Ski Universe Mädels einfach so in diesem Caravan leben dürfen. Aber wir haben jetzt auch Lust, nicht mehr stationary irgendwo zu wohnen, sondern endlich Vanlife. Auch wenn es ein ausgelutschter Begriff ist. Und ja, eine Woche noch. Und dann fahren wir endlich wirklich los. Hallo, hier ist Bob der Piep. Another day. Heute sind hier die Nuten dran. Da beiße ich mir jetzt erstmal die Zähne aus. Ich hoffe, mein Beitel geht nicht stumpf. So sieht das denn aus, wenn es passt. So sieht das hier aus, wenn man unterwegs ist.
Aber dafür steht man angeblich am Beach, habe ich gehört. Kannst du mir mal bitte die Hände waschen? Ja. Soll mal eine Kelle geben oder so? Ja. Danke. Bitte. Leute, guckt euch diesen wunderschönen Salat an. Ich hätte ihn zu Hause nicht besser machen können. Yummy, yummy, yummy. Guten Morgen. Heute wollen wir mal die weiteren vertikalen Ständer einbauen. Ständerwerk, Fachwerk, bla bla bla. Ich liebe es ja. Das Holz ist bestimmt älter als ich, weil das ist das recycelte Holz. Wenn man das schneidet, dann riecht das so schön nach Baum. Und ich mag Bäume. Da habe ich mir gedacht, da singe ich ein Lied für dich, weil das dich ist. Oh, Sappendeler. Ich grüße euch vom Strand. Ich esse jetzt hier das Frühstück, weil Ole arbeitet den Strandaufgang hoch, 30 Meter entfernt. Ich muss heute erst mittags arbeiten und jetzt... Die Dinger hier, Alter, die machen einen Alarm. Nur hier so ein... Guck dir die mal an. Da muss zwar oben noch am Rahmen was gemacht werden, weil er ein bisschen durchhängt dort an der Stelle. Aber das mache ich morgen. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Hier kommt natürlich noch überall Gerippe rein. Hier hinten kommt ein Fenster rein. Und dieses große Fenster hätte der Herr gerne da hinten eingebaut. Neuer Tag, neues Glück. Heute machen wir hier den Eingangsbereich. So, ich hatte heute einen freien Tag und war hier ganz in der Nähe, 1 Kilometer von Oles Arbeitsort entfernt, in den Hotpools und einer Sauna mit ein paar Frauen aus unserer Community, in der wir gerade wohnen. Und ich bin dann spontan zu Ole gegangen, um ihn zu überraschen. Hey, ich muss sagen, es war zwar schön, ihn zu überraschen, aber irgendwie war da ein bisschen komische Stimmung. Und was genau jetzt passiert ist, wird Ole gleich genauer erzählen. Ich habe es nämlich noch nicht ganz mitbekommen. Auf jeden Fall wird Ole nicht mehr wiederkommen zu dieser Baustelle. Ich bin gespannt, was er jetzt gleich erzählt, aber ja, da kommt er jetzt. War das Final? Ja. Was war das jetzt? Ja, aber wir sind ja im Guten. Also es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht mögen, sondern es geht einfach eher darum, dass die Materialien, das haben sie überhaupt gar nicht eingerechnet. Wir fahren jetzt erstmal los. Nach Hause. Nach Hause. Da wartet nämlich das nächste Das ist das nächste Projekt. Ich steig mal gleich ein. Also, Ja, Oles Auftrag. Genau. Der hat mir gestern schon gesagt, hey, wir haben nicht mehr genügend Geld, um dich auch zu bezahlen und sie haben auch nicht mehr genügend Geld, um Material zu kaufen. Ende vom Lied. Das Projekt kann ich leider, so gerne ich es gemacht hätte, nicht zu Ende bringen. Erstmal. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ruf mich an, wenn du wieder Zeit oder meine Hand brauchst. Ne? Die haben auf jeden Fall ordentlich Erspartes versenkt. Meines Erachtens nicht alles straight durchkalkuliert. Dann haben die $1000 versenkt, nur für die Miete von Werkzeug. Ne? Also für die $1000 hättest du dir das Werkzeug selber kaufen können. Sie haben irgendwie nicht so ganz bedacht, wie teuer überhaupt das Material schon ist. Und dass sie der Meinung waren, dass Ole das alleine innerhalb von einer Woche machen kann, eine Hütte abzureißen und eine neue zu bauen. Mit teilweise Fundament aufgießen. Ne? Ich Aber- habe auf jeden Fall meine Knusperpflaumen gemacht. Das ordentlich, ich hatte Spaß, viel Erfahrung gesammelt, war eine gute Arbeit, aber das Leben ist ein Fluss. Ja. Deswegen, let's head out to the next one. Aber jetzt, du bist ja ein gefragter Mann, hast du endlich Zeit für die anderen Projekte? Ole schaut sich schon einen neuen Job an. Und hier wird einem ja richtig schlecht. Oh, hier geht's steil runter. Wow. It's narrow. Oh, das ist ja wohl auch ein Wahnsinnshaus, oder? Ich meine, hier ist es einfach super hügelig und steil überall.
Uli telefoniert auf jeden Fall schon wieder mit dem nächsten Auftragsgeber. Einer nach dem anderen. Jetzt hier noch einmal den wunderschönen Ausblick auf Littleton. Ach ja, dass wir hier so viel Zeit in diesem Ort verbringen würden. Ich glaube, das hätten wir nicht gedacht. Ich weiß noch, als ich über Littleton im Reiseführer gelesen habe und dachte, ja cool, da kann man ja mal einen Tagestrip hinmachen. Witzig, was aus diesem einen Tagestrip geworden ist. Yeah, what it calls a donkey. Da ist er. Mausi, gut, dass du kommst. Ja. Kannst du mich mal die Leiter festhalten? Du bist meine Arbeitssicherheit, würde man in Deutschland sagen. Ja. Arbeitsschutzmaßnahmen bin ich. Am besten stellst du dich da unten hin und hältst die Leiter mit beiden Händen so dagegen, okay? Wenn du hier alleine Aber bist. hast du gesehen, wo das hingefallen ist? Das hätte ich niemals gefunden, wirklich. Wirklich. Ohne Scheiß. Jetzt weg. So festhalten, jetzt wird's knifflig. Gott. Das ist ja aber nicht deutsche Sicherheitsmaßnahme. You okay? Because the kids can help too. Do you want one of the Yeah, kids? tomorrow we will do different. I also have like a climbing harness. Just want to have a quick overview. You know, like a rock climbing, like, you know, Oh, the rock the climbing safety belt. Or if the kids can also come and help hold. Can I take a photo? Yeah, Is that sure. alright? This is funny. Also komm, wie haut das? Ich weiß ja nicht, wo die Scharniere sind. Das nennen sie Teamarbeit. Wie lange noch? 2 Minuten. Also so einen jammernden Sicherheitsposten hatte ich immer nie. Hier ist auch kalt in der Ecke. So, was ich dir noch sagen muss, Ja. danach fahren wir nochmal 2 Straßen weiter und gucken zur Arbeit an. Aber ich glaube nicht, dass ich die Arbeit annehmen werde. Da der letzte Auftraggeber ja kein Geld mehr hatte, habe ich mir ein neues Projekt gesucht, ein Fenster. Und das schleife ich gerade, weil hier oben eine Sache rausgebrochen ist. Bevor ich das alles runterschleife, muss man hier schön erstmal den Rahmen auseinanderbauen. Natürlich gut, dass ich hier bei meinen Freunden, die ich jetzt schon Familie heißen kann. Das ist wirklich so wunderbar hier bei denen. In 3 Tagen geht's los, Richtung Golden Bay. Da ist Becky denn als Artist gebucht auf einem Festival. Wir haben nicht nur unseren Van bekommen, sondern ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass ich auf dem Yatra Festival auftreten kann. Da dachte ich, ich mache jetzt die letzten paar Tage noch mal ein paar Knusperflocken in mein Täschchen. Weil Reisen kostet ja bekanntlich. Wie gut, dass ich mir ein Stechbeitel-Set gekauft habe, ne? Schön. Das ist schon ein großer Riss. Da kommt jetzt ein bisschen. Sie nennen es Liquid Nails. Finde ich auch lustig. Ob das jetzt alles immer so richtig ist von der Arbeitsabfolge, da lässt sich drüber streiten. Aber ja, it is what it is. Das geht auch so. Was hast du vergessen? Oh. Hello, Montagabend. Allerletztes Projekt von Ole fürs Erste. Wird nun Angebaut. Hier ist das gute Stück. Siehst du ja, auch können wir mal eine kleine Show machen. Restaurateur Ole Epiphanes, 3 Lagen und ein bisschen Epoxy. Machen das ganze sehr Ding wieder schön restauriert. useful. So sieht's aus. Es wird jetzt gleich montiert. Ich hoffe, die Kundin freut sich. Und
Und wir wollen tatsächlich morgen nun endlich auf die Reise gehen. Wir freuen uns. Dafür muss noch ein bisschen was vorbereitet werden. Hiernach. Hallo. So sieht das aus, wenn man unterwegs ist. Oh Gott, ich glaube, ich würde an deiner Stelle zweimal gehen. Nicht, dass dieses Fenster jetzt wie gemacht. Ich kann leider auch nicht helfen. Ich bin voller Werkzeug. Montageparade. Hallo. New window. Ole hat mal wieder 2 Leute glücklich gemacht. Na Ole, wie war's? Ja, easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, das war ganz entspannt. Arbeitsmäßig ist jetzt alles getan. Das heißt, wir können uns eine Reise vorbereiten. Yippie! Morgen geht's los. Wir haben Auch nur eine Teilzeitreise. Wir kommen wieder, weil es müssen Sachen repariert werden. Es muss immer etwas repariert werden. Und Ole macht da mit. Oh, noch da und hier so und dann müssen wir irgendwie ein bisschen nach da. Wir hatten eine wundervolle Zeit, aber jetzt ist es wirklich Zeit abzureisen. Ciao, ciao, Ladies. And much love. Jetzt freuen wir uns, dass ein neuer Abschnitt unserer Reise beginnt. Und ihr kommt mit.